Willkommen in der Schweiz. Du erfährst heute einiges über Armeemesser, Schokolade, Käse, Kühe, Berge und Uhren. Und natürlich gibt's ganz viel Insiderwissen gratis dazu. Jedoch gibt es in der Schweiz keine Wüste und auch kein Meer. Das liegt an der Lage der Schweiz. Die Schweiz befindet sich im Herzen von Europa. Sie ist umgeben von Italien, Frankreich, Deutschland, Österreich und dem Miniland Liechtenstein. Und so werden auch unterschiedliche Sprachen in der Schweiz gesprochen. Während rund 60% der Bevölkerung Schweizerdeutsch, also eine Dialektform des Deutschen spricht, sprechen 23% Französisch und 8% Italienisch. Eine Minderheit spricht die Sprache Rätoromanisch, die ihren Ursprung teilweise sogar bei den Römern hat. Mehr als 2/3 der Schweizer Bevölkerung ab 15 Jahren verwenden regelmäßig eine der anderen Sprachen. Die Schweiz hat mit den Alpen auch einige sehr hohe Gipfel. Sie galten lange als praktisch unüberwindbar. Der höchste Punkt befindet sich auf 4.634 Metern über Meer. Weltbekannt ist das Matterhorn bei Zermatt. Seine Form ist wie eine spitze Pyramide. Die Besteigung ist für Kletterer möglich, erfordert jedoch körperliche Fitness und technisches Geschick. In der Schweiz gibt es über 7.000 Kilometer Skipisten. Das wäre, als wenn die Straße von Miami bis New York und dann von der Ostküste der USA bis an die Westküste eine einzige Skipiste wäre. Es überrascht darum nicht, dass einige der besten Skifahrer der Welt aus der Schweiz kommen. Die Gesamtweltcup-Sieger im Jahr 2024 heißen Marco Odermatt und Lara Gutberami. Leider kommt es in den Bergen auch immer wieder mal zu Unfällen. Eine warme und wetterfeste Bekleidung ist dabei oft überlebenswichtig. Bei der Bergrettung kommen regelmäßig auch Rettungshelikopter zum Einsatz. Die richtig hohen Berge liegen im Bereich der Alpen. Nördlich davon liegt das Mittelland, welches durch den langen Höhenzug des Jura klar abgegrenzt wird. Obwohl nur rund 29% der Schweiz als Flachland bezeichnet werden kann, wohnen in dieser Region rund 75% der Bevölkerung. Hast du gewusst, dass die Schweizer Flagge, zusammen mit der Flagge des Vatikan, die einzige, quadratische Flagge der Welt ist? Mit dem Vatikan verbindet die Schweiz eine Gemeinsamkeit. Schon seit 1506 wird der Papst von Schweizer Gardisten bewacht. Ihre wichtigste Aufgabe ist es, die Sicherheit des Papstes und des Vatikans zu gewährleisten. Die Schweiz ist kein Mitglied der Europäischen Union. Aber natürlich gibt es sehr enge Beziehungen zwischen der EU und der Schweiz. Einen EU-Beitritt hat die Schweizer Bevölkerung bisher abgelehnt. Die Schweiz gilt als Wasserschloss Europas. Einige wichtige Flüsse wie der Rhein entspringen in der Schweiz. Dank des Wassers und den Kraftwerken bei Staumauern und Flüssen kann mehr als die Hälfte der benötigten Energie durch Wasserkraft erzeugt werden. Ungefähr so muss der junge Albert Einstein ausgesehen haben, als er zwischen 1902 und 1909 als Patentprüfer im Schweizerischen Patentamt gearbeitet hat. Daneben hatte er genügend Zeit, an seinen wissenschaftlichen Arbeiten herumzutüfteln. Er kam als 16-Jähriger in die Schweiz und erhielt später die Schweizer Staatsbürgerschaft. Noch heute kannst du die damalige Wohnung von Albert Einstein in der Hauptstadt Bern besuchen. Die weltbekannte Formel zur Äquivalenz von Energie und Masse wurde von Albert Einstein 1905 entwickelt. Die Schweiz steht sinnbildlich für Innovationsgeist. Das Ranking der innovativsten Länder weltweit führt die Schweiz seit unglaublichen 13 Jahren an. Symbolisch dafür steht das Schweizer Taschenmesser, welches man international auch als Swiss Army Knife kennt. Es kommt nicht nur in zahlreichen Filmen vor, sondern dient als echtes Überlebenswerkzeug. Eine Sache, die unseren kleinen Kids das Leben vereinfacht, ist der Klettverschluss. Auch das ist eine clevere Erfindung aus der Schweiz. Die Schweiz hat für alle ihre Einwohner einen Schutzraumplatz zur Verfügung. Das sind rund 9 Millionen Plätze in Bunkern. Die wurden zu Zeiten des Kalten Krieges gebaut und könnten auch heute problemlos aktiviert werden. Das ist wohl einzigartig auf der ganzen Erde. Ungefähr so kannst du dir den Schlafbereich vorstellen. Eines der verrücktesten Rennen auf dem Planeten findet in der Schweiz statt. Am Berg mit dem Namen Niesen kannst du dich auf der längsten Treppe der Welt mit anderen Teilnehmern messen. 11.674 Stufen gilt es da zu bezwingen. Der Streckenrekord liegt bei knapp 56 Minuten. Ganz in der Nähe befindet sich der höchstgelegene Bahnhof Europas. Er wird Top of Europe genannt und zieht jährlich über 1 Million Touristen an. Das Jungfraujoch gilt damit als die wohl größte Touristenattraktion der Schweiz. Da und an vielen anderen Orten bekommst du leckere Schweizer Spezialitäten. Bekannt sind die Varianten mit geschmolzenem Käse, Fondue und Raclette.
Die Schweiz exportiert jedes Jahr rund 74.000 Tonnen Käse. Für die Herstellung von einem Kilogramm Hartkäse benötigt es etwa 13 Liter Milch. Für einen Emmentaler-Leib von etwa 80 Kilogramm benötigt es sogar rund 1000 Liter Rohmilch. Darum wirst du in der Schweiz auch in den abgelegensten Bergregionen Kühe antreffen. Kühe, Kühe, Kühe. Überall Kühe. Das berühmteste Kind der Schweiz ist Heidi. Die idyllische Geschichte wurde in über 70 Sprachen übersetzt. Heidi ist die Geschichte eines kleinen Schweizer Waisenmädchens, das in ihrem Alpenparadies ihr Glück findet. Ein ganz besonderes Musikinstrument ist das Alphorn. Das längste Alphorn der Welt ist über 26 Meter lang und wiegt fast 100 Kilo. Tradition haben in der Schweiz auch die Banken. So mancher Actionfilm beinhaltet Szenen oder Transaktionen auf eine Schweizer Bank. Bekannt ist beispielsweise der Film The Bourne Identity. Neben den Banken haben aber auch Uhren aus der Schweiz ein hohes Ansehen im Ausland. Das betrifft sowohl die oft ganz poppigen Uhren der Marke Swatch, wie auch Uhrenunternehmen im Luxusgütersegment. Pünktlichkeit ist in der Schweiz wichtig. Das zeigt sich auch bei den Zügen. Die Zugpünktlichkeit beträgt in der Schweiz ungefähr 93%. Das heißt, dass 93 von 100 Zügen nicht mehr als 3 Minuten später am Zielort eintreffen als vorgesehen. 1988 hat Céline Dion den Eurovision Song Contest für die Schweiz gewonnen. Die Kanadierin lancierte damit eine Weltkarriere. Im Jahr 2024 war es Nemo, der mit einer spektakulären Show und einem tollen Lied für die Schweiz gewann. In der humanitären Hilfe hat die Schweiz eine lange Tradition. Der Hauptsitz des Roten Kreuzes befindet sich in Genf, genauso wie der europäische Hauptsitz der UNO. Darum wird Genf oft auch als die Hauptstadt des Friedens bezeichnet. Politisch ist die Schweiz ganz anders organisiert als beispielsweise die USA. Alle 4 Jahre dürfen die stimmberechtigten Einwohnerinnen und Einwohner ihre Regierung wählen. Die 7 Bundesräte wechseln jährlich das Amt des Bundespräsidenten ab. Aktuell besteht der Bundesrat aus 3 Frauen und 4 Männern. Besitzt du in der Schweiz das Stimmrecht, so kannst du auch eine Initiative oder ein Referendum starten. Sogar eine Änderung der Bundesverfassung kann damit vorgeschlagen werden. Dazu musst du mit Gleichgesinnten mindestens 100.000 Unterschriften innerhalb von 18 Monaten sammeln. Das war's zur Schweiz. Wir wollen die Schweizer ja nicht noch ärgern und beenden hiermit pünktlich. Tschüss und bis zum nächsten Mal.